Nachdem ich im letzten Video mein neuestes Lieblings-Open-Source-Modell von Google, Gemma 3, vorgestellt hatte, gibt es jetzt ein neues Konkurrenzmodell, das diesen Titel streitig machen könnte. Das französische Unternehmen Mistral hat ein kompaktes Open-Source-Modell veröffentlicht, das trotz seiner geringen Größe beeindruckende Leistungen zeigt. Außerdem Vibe Coding gewinnt zunehmend an Popularität und mit dem neu angekündigten Vibe Jam-Wettbewerb von Levels.io entstehen bereits zahlreiche kreative webbasierte Multiplayer-Spiele. Zusätzlich wurde der Big Player Claude um Websuchfunktionen erweitert, während OpenAI 3 neue Audiomodelle präsentiert hat, die bisherige Standards übertreffen. Außerdem gibt es Neuigkeiten von Windsurf, Wave 5, Crea AI, Videotraining, Notebook LMs, Mindmapping, Hans 3D-Modellierungs-KI, Stability AIs, Virtual Camera und weitere Neuerungen von Gemini und LG. Also jede Menge Nachrichten in diesem Video. Mistral veröffentlicht ein kleines und dennoch sehr leistungsstarkes Modell. Das neueste Modell von Mistral Small 3.1 wurde am 17. März 2025 veröffentlicht. Dieses aktualisierte multimodale KI-Modell bietet im Vergleich zu seinem Vorgänger eine verbesserte Textverarbeitung, ein erweitertes multimodales Verständnis sowie ein vergrößertes Kontextfenster von bis zu 128.000 Token. Mistral Small 3.1 verfügt über 24 Milliarden Parameter und soll vergleichbare Modelle wie Google Gemma 3 und GPT-4o Mini in Benchmarks übertreffen. Es erreicht eine Interferenzgeschwindigkeit von 150 Token pro Sekunde und kann auf einer einzelnen RTX 4090 oder einem Mac mit 32 GB RAM nach Quantisierung ausgeführt werden. In den gezeigten Benchmark-Tests überzeugt Mistral Small mit beeindruckender Leistung, besonders bei Simple Q&A und MMLU-Aufgaben. Das kompakte Modell demonstriert eine außergewöhnliche Effizienz und kann sich in mehreren Kategorien gegen deutlich größere Konkurrenten behaupten. Das Modell wurde unter der Apache 2.0 Lizenz veröffentlicht, was eine freie Nutzung, Modifikation und Weiterverteilung auch für kommerzielle Zwecke ermöglicht. Es ist über verschiedene Plattformen verfügbar, darunter Hugging Face, die Mistral AI API und Google Cloud Vertex AI mit geplanter Verfügbarkeit auf Nvidia NIM und Microsoft Azure AI Foundry in den kommenden Wochen. Vor ein paar Wochen hat Levels.io eine Demo für einen komplett Vibe-kodierten Flugsimulator veröffentlicht und seitdem haben Vibe-Coding-Spiele richtig an Fahrt aufgenommen. Vor ein paar Tagen wurde Vibe Jam angekündigt, ein Wettbewerb für die Entwicklung webbasierter Multiplayer-Spiele mit Vibe-Coding. Einige der Einreichungen sind bereits wahnsinnig gut. Hier ist ein Fortnite-ähnliches Spiel mit Minecraft-Ästhetik. Es wurde komplett durch Vibe-Coding erschaffen. Es hat bereits Multiplayer-Funktionalität und sie führen gerade Spieltests durch. Hier ist ein weiteres, viel einfacheres Spiel, bei dem man durch eine Safari fährt. Hier ist ein Line Rider-ähnliches Spiel. Hier ist ein Puzzlespiel, das in nur wenigen Stunden Vibe-codiert wurde. Es ist so ähnlich wie Tetris, aber im Puzzle-Stil. Hier ist eines mit einer 80er-Jahre-Ästhetik namens Vibe Tanks. Hier wird gerade eins erstellt, ein Food-Fight-Simulator. Und hier ist die Entwicklung eines Fluglotsenspiels zu sehen. Man kann sehen, dass es sehr einfach beginnt, von oben nach unten in 2D, dann beginnen sie 3D-Elemente hinzuzufügen und jetzt führen sie tatsächlich die Karte aus. Wirklich coole Sachen. Schau definitiv bei VibeJam auf Twitter vorbei. Claude bekommt endlich Websuche. Dies war eine lang erwartete Funktion und ist mittlerweile eigentlich Standard bei der Konkurrenz, aber jetzt bekommt auch Claude die Websuche. Die Websuche-Funktion ermöglicht es Claude, auf Echtzeitinformationen aus dem Internet zuzugreifen und diese in seine Antworten einzubeziehen. Dies erweitert Claudes Wissensbasis über die ursprüngliche Trainingsdaten hinaus und ermöglicht präzisere Antworten zu aktuellen Themen. Das heißt, jetzt könnt ihr zur normalen Websuche auch Grok 3, ChatGPT, Perplexity, Mistral und Claude nutzen, um auf das Internet zuzugreifen. Das ist sehr interessant, weil Claude eigentlich meiner Meinung nach das beste Coding-Modell da draußen ist und diese Kombination sehr nützlich sein könnte. Jetzt kann es tatsächlich auf aktuelle API-Dokumentationen, Bibliotheksinformationen und aktuelle Bugs verweisen, die im Web kursieren. OpenAI veröffentlicht 3 neue Updates für ihre Audiomodelle. Erstens haben sie 2 neue Text-zu-Sprachen-Modelle, die beide ihre vorherigen Whisper-Modelle übertreffen. Eines heißt GPT-4o Transcribe, das andere GPT-4o Mini Transcribe. In jeder einzelnen getesteten Sprache übertraf es jedes andere Modell. Sie haben auch ein neues Text-zu-Sprache-Modell, dem man Anweisungen geben kann, wie gesprochen werden soll. Also nicht nur den Text, sondern spezifische Anweisungen, wie das Modell die Wörter tatsächlich sagen soll. Und das ist sehr interessant. Ich habe es auch auf Deutsch ausprobiert und die Ergebnisse sind durchaus brauchbar. Hier sind einige Beispiele. Zunächst soll er wie ein DJ klingen. Alles klar, alles klar. Liebe Leute, willkommen zur großartigsten Online-Schmuckauktion diesseits des Internets.
Lasst uns mit dem Bieten beginnen. Suchen Sie nach funkelnden Diamanten, schimmerndem Gold oder seltenen Vintage-Stücken? Klicken Sie auf Auktionen durchsuchen und erfreuen Sie sich an den feinsten Schätzen, die zur Versteigerung stehen. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Dann können wir noch Santa ausprobieren, also Santa Claus. Alles klar, alles klar. Liebe Leute, willkommen zur großartigsten Online-Schmuckauktion diesseits des Internets. Lasst uns mit dem Bieten beginnen. Suchen Sie nach funkelnden Diamanten, schimmerndem Gold oder seltenen Vintage-Stücken? Klicken Sie auf Auktionen durchsuchen und erfreuen Sie sich an den feinsten Schätzen, die zur Versteigerung stehen. Also ihr hört es selbst, die Ergebnisse sind meiner Meinung nach sehr, sehr gut und falls ihr das Ganze kostenlos ausprobieren möchtet, könnt ihr das Ganze auf openai.fm machen. Windsurf Wave 5 ist da. Wenn ihr Vibe Coding ausprobiert habt, kennt ihr vielleicht auch Windsurf. In Wave 5 haben sie große Verbesserungen an ihrer Tab-Vervollständigung vorgenommen. Dies ist eher wie das passive Coding, nicht ganz Vibe Coding, sondern traditionelleres Coding, bei dem man Tab-Vervollständigung macht. Und sie haben ein paar coole Funktionen hinzugefügt. Ich zitiere aus dem originalen Video. Wave 5 hat nur ein Feature, Windsurf Tab. Wir haben Autovervollständigung, super Vervollständigung, Tap to Jump und Tap to Import zu einem nahtlosen Tool zusammengefasst, das neuen Code schreiben, mehrzeilige Bearbeitung an eurem bestehenden Code vornehmen und durch eure Dateien navigieren kann. Im Vergleich zu unserer vorherigen passiven Erfahrung ist Tap ein Sprung in Qualität und Geschwindigkeit. Die gute Nachricht ist, dass jeder einschließlich kostenloser Nutzer unbegrenzte Windsurf Tab Vervollständigung erhält. Also durchaus coole Updates, wenn ihr traditionelleres Coding macht. Krea AI hat ein großes Update veröffentlicht. Krea AI hat kürzlich eine neue Funktion namens Video Training vorgestellt. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, das KI-Modell WAN 2.1 mit eigenen Videos zu trainieren, um benutzerdefinierte Stile, Bewegungen oder Objekte zu erlernen. Die wichtigsten Aspekte des Videotrainings sind: Nutzer können Bilder und/oder Videos hochladen, wobei Bilder für den Stil und Videos für Stil und Bewegung verwendet werden. Nach dem Training kann der erlernte Stil in Krea Video angewendet werden, wobei die Stärke des Stils einstellbar ist. Diese neue Funktion ergänzt das bestehende Angebot von Krea AI, zu dem bereits ein Videogenerator mit Keyframe-Unterstützung und eine Videoverbesserungsfunktion namens Enhancer gehören. Das Videotraining bietet Nutzern nun noch mehr Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten bei der KI-gestützten Videoerstellung. Also wirklich coole Updates, probiert es gerne aus. Notebook LM bekam ein großes Update. Notebook LM Mindmaps sind eine neue Funktion von Googles Notebook LM, die automatisch visuelle Diagramme aus hochgeladenen Quellen erstellt. Diese interaktiven Mindmaps transformieren Schlüsselkonzepte aus Notizen und Dokumenten in eine hierarchische, verzweigte Struktur. In der Funktionsweise analysiert Notebook LM zunächst hochgeladene Dokumente und identifiziert wichtige Konzepte und deren Beziehungen. Basierend auf dieser Analyse wird eine Mindmap erstellt, die zentrale Themen als Hauptknotenpunkte und untergeordnete Aspekte als Verzweigung darstellt. Die Mindmap wird dann in einer interaktiven Oberfläche angezeigt, die das Erkunden, Zoomen und Anpassen des Detailgrads ermöglicht. Tencent hat das neue 3D-Generierungsmodell Hunyuan 3D 2MV vorgestellt. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des Hunyuan 3D 2 Frameworks, die sich auf die Erstellung hochauflösender 3D-Modelle aus mehreren Ansichten spezialisiert hat. Das Modell zeichnet sich durch seinen effizienten Zwei-Stufen-Prozess aus, bei dem zunächst ein untexturiertes Mesh generiert wird und anschließend mit hochauflösenden Texturen versehen wird. Dank des Flash-VDM-Beschleunigungsframeworks kann der gesamte Vorgang in etwa 30 Sekunden abgeschlossen werden, was eine erhebliche Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Methoden darstellt. Hunyuan 3D 2MV unterstützt verschiedene Ausgabeformate wie GLB, OBJ und STL, was für Anwendungen in der Spielentwicklung, im Film- und Animationsbereich sowie VR- und AR-Projekte sowie 3D-Druck attraktiv macht. Das Modell ist als Open-Source-Projekt verfügbar, läuft effizient auf gängiger Consumer-Hardware und ist kompatibel mit beliebten 3D-Werkzeugen wie Blender und Unity. Stability AI veröffentlicht neue Funktionen. Die Stable Virtual Camera von Stability AI ist ein innovatives KI-Modell mit 1,3 Milliarden Parametern, das 2D-Bilder und immersive 3D-Videos transformiert. Basierend auf einem Diffusionsmodell für Novel View Synthesis erzeugt es realistische Tiefen- und Perspektiveneffekte ohne komplexe 3D-Rekonstruktionen.
Das Modell kann aus einem einzelnen oder bis zu 32 Bildern arbeiten und unterstützt 14 verschiedene Kamerabewegungen wie 360-Grad-Rotationen und Zooms. Es generiert Videos in verschiedenen Formaten mit bis zu 1000 Frames und nutzt eine zweistufige Verarbeitung für stabile Ergebnisse. Technisch basiert es auf Stable Diffusion 2.1 mit modifizierter 3D-Selbstaufmerksamkeit, was große Perspektivwechsel ermöglicht. Der Generierungsprozess umfasst die Erstellung von Ankerbildern und die anschließende Synthese von Zielperspektiven. Hauptsächlich für Filmproduktion und kreative Mediengestaltung konzipiert, ist das Modell derzeit als Forschungsvorschau unter nicht kommerzieller Lizenz verfügbar. Gemini fügt endlich Canvas hinzu. Gemini Canvas ist eine neue interaktive Funktion in Googles KI-System Gemini, die kürzlich eingeführt wurde. Es handelt sich um einen Arbeitsbereich, in dem Nutzer Texte, Dokumente und Code erstellen, bearbeiten und optimieren können. Die Hauptmerkmale umfassen Echtzeitbearbeitung, bei der Nutzer sofort Änderungen sehen können, sowie KI-Unterstützung durch Feedback und Verbesserungsvorschläge. Canvas zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus und eignet sich für verschiedene Aufgaben wie Texterstellen, Programmierung und Skizzieren. Es bietet spezielle Programmierunterstützung zur Erstellen von Prototypen für Webanwendungen und Python-Skripte. Erstellte Inhalte können zur Förderung der Zusammenarbeit in Google Docs exportiert werden. Gemini Canvas ist für Abonnenten von Gemini und Gemini Advanced verfügbar, zunächst auf Englisch mit geplanter Unterstützung für weitere Sprachen. Das Tool zielt darauf ab, den kreativen Prozess zu vereinfachen und die Produktivität bei verschiedenen Aufgaben zu steigern. Eine KI-Veröffentlichung von einem eher unerwarteten Unternehmen. LG hat gerade ein Open Source Thinking Modell veröffentlicht, das ihr jetzt herunterladen und ausführen könnt. Es heißt EXA-1 Deep, ein KI-Modell der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um Reasoning-Fähigkeiten zu verbessern. Es kommt in 3 verschiedenen Versionen. Sie haben eine 32 Milliarden Parameter Version, die Platz 1 auf dem AIM-Benchmark erreicht hat und Konkurrenten mit nur 5% seiner Modellgröße übertrifft, und eine 7,8 Milliarden und eine 2,4 Milliarden Parameter Version, die eher für lokale Nutzung geeignet sind. Im Benchmark-Test könnt ihr zum Beispiel sehen, dass es DeepSeek R1, also die Vollversion, übertrifft. Das war's mit den Neuigkeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.